bekommst du noch bis heute Abend 50% Rabatt. Bau dir dein eigenes, ortsunabhängiges Business auf. Ich zeige dir wie. So bekommst du mehr Likes und Abos. Du musst nur das tun. Vielleicht sollte ich den Kurs einfach kaufen. Das kostet ja nicht so viel. Sie sieht echt wunderschön aus. Oh Mann, ich mag meinen Körper gar nicht. Oh wow, wo die schon wieder unterwegs sind. Und ich sitze hier fest. Diese Gedanken und ähnliche waren meine täglichen Begleiter für viele Jahre, bis ich endlich den Schritt gewagt habe, mich von Instagram und Co. endgültig zu trennen. Ich sollte erwähnen, dass ich Ende 30 bin, also keine junge Heranwachsende, mit denen man doch eher das Problem mit dem Social-Media-Umgang verbindet. Ich sage das, weil ich noch vor einigen Jahren niemals gedacht hätte, dass Instagram oder Facebook solch negative Folgen auf mich, eine erwachsene Frau, haben könnten. Und ich weiß, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Die meisten behaupten zwar, dass die sozialen Netzwerke mit ihnen nichts machen würden, doch alles, was wir tun, womit wir uns umgeben und dem wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit schenken, hat eine Auswirkung auf uns, positiv oder negativ. Ziemlich genau vor einem Jahr war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mit jeder Faser meines Körpers spürte, wie schlecht es mir ging, nachdem ich eine Zeit lang, insbesondere auf Instagram war. Ich denke, dass viele es bestätigen können. Nach einer Weile fühlt man sich einfach irgendwie komisch, ohne dass man genau beschreiben kann, was es ist. Eine Mischung aus Gereiztheit, Unentspanntheit und Unzufriedenheit. Und man weiß nicht mal wieso. Wenn ich zurückschaue, dann wird mir bewusst, dass meine Laune in 99% der Fälle, nachdem ich auf Instagram war, keinesfalls besser wurde. Ganz im Gegenteil. Sicherlich hat mich der eine oder andere Inhalt auch inspiriert, die App zu schließen und etwas anderes zu machen. Doch meistens haben mich diese Apps auf eine unangenehme Art und Weise betäubt und mich tatsächlich vom Leben abgelenkt. Sie haben mich davon abgelenkt, mein eigenes, individuelles Leben zu gestalten. Mir Gedanken darüber zu machen, was ich will. Stattdessen hat mir Instagram gezeigt, was ich haben sollte, was mir fehlt, was in meinem eigenen Leben nicht gut genug ist. Und am allerschlimmsten, es hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich als Mensch, als die Person, die ich bin, unter anderem eher ruhig und nachdenklich, nicht gut genug bin. An einem bestimmten Punkt wurde mir das alles so sehr klar, dass ich wusste, dass es für mich persönlich als sehr feinfühlige Person keinen Weg aus diesem Teufelskreis gibt, als meine Accounts auf Instagram, Facebook und anderen sozialen Netzwerken zu löschen und mir damit selbst den Weg zurück bzw. die Möglichkeit des leichten Wiedereinstiegs zu nehmen. Ja, ich hatte Angst davor, dass ich dann nicht mehr Teil von etwas bin, dass ich nicht mehr relevant bin, sobald ich von der Oberfläche verschwinde, dass ich nichts mehr von anderen mitbekomme, dass mein Leben dadurch langweiliger und unwichtiger wird. Heute, nach einem Jahr ganz ohne soziale Netzwerke, kann ich sagen, dass die Ängste, die ich hatte, sich schon nach kurzer Zeit in Luft auflösten. Vielleicht ist das Beispiel ein wenig dramatisch, aber dennoch. Es ist ein bisschen so wie der Sprung von einer Klippe. Du stehst davor und kannst nur den tiefen Abgrund sehen. All das Schlimme, was passieren kann, wenn du jetzt diesen einen Schritt wagst. Doch erst, wenn du dich traust zu springen und deine Aufmerksamkeit sich verlegt, stellst du langsam fest, wie wunderschön die Aussicht ist,
wie frei du dich fühlst und letztlich stellst du fest, dass du schon die ganze Zeit über einen Fallschirm hattest, der dich weich landen lässt. Es ist wie mit allem im Leben. Du musst den Absprung wagen, um festzustellen, dass du stark genug bist, um alles zu meistern. Dass das, was danach kommt, so viel Wunderbares mit sich bringt. Dass genau das echte Leben ist. Und genau so war der Schritt mit den sozialen Netzwerken für mich. Nach einigen Monaten des Hin und Hers, nach dem Löschen der Apps und des Wiederinstallierens, nach all den Versuchen, Instagram und Co. auf eine, in Anführungszeichen, gesunde Art und Weise zu nutzen, habe ich den Absprung geschafft und meine Accounts endgültig gelöscht. Und zu meiner Überraschung musste ich schon nach kurzer Zeit feststellen, dass es mir gar nicht mehr fehlte, dass es mich nicht mehr hinzog, nur mal kurz reinzuschauen, was denn die anderen so treiben, oder etwas von mir zu teilen, um ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen und mein Ego damit zu füttern. Nach und nach bemerkte ich, wie viel besser ich mich innerlich fühlte, ohne den täglichen Input bzw. die Ablenkung. Ich hatte nicht mehr ständig das perfekte Leben anderer vor meinen Augen, ob nun Bekannte oder völlig Fremde. Ganz ehrlich, wir wissen doch alle, dass in der Regel nur die schönsten Augenblicke oder Aufnahmen geteilt werden. Wir wissen, dass die sozialen Medien voll von gestellten und bearbeiteten Fotos und Videos sind, die den Anschein erwecken, dass genau das die Realität ist. Wir wissen das alles mittlerweile und doch hinterlassen bestimmte Fotos, Videos oder sogar Worte das Gefühl in uns, unser eigenes Leben wäre nicht gut genug, wir selbst wären nicht genug. Ohne dieser permanenten Selbstaussetzung in diese vermeintlich soziale Welt hat sich meine Laune wie von selbst verändert. Ich habe nicht die ständige Erinnerung vor Augen, dass das oder jenes gerade Trend ist, mit dem ich mitgehen müsste, um interessant zu bleiben. Dass ich als Frau auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen oder zu sein habe. Dass ich erst richtig glücklich sein kann, wenn ich auch so tolle Partys feiere, wenn ich ständig unterwegs bin und was erlebe, wenn ich mit einem Van um die Welt reise, Kinder bekomme oder endlich mit einem eigenen Online-Business durchstarte. Heute kann ich mich mehr und mehr auf mich selbst konzentrieren, auf das, was mir wirklich Freude macht, indem ich mit meiner Aufmerksamkeit bei mir bin und auf mein Gefühl höre, ohne dass mir ständig jemand zeigt, schau mal her, probier mal das aus, mach mal jenes und das könntest du vielleicht auch noch wollen. Ich werde nicht permanent von mir selbst abgelenkt. Ich vertraue meinem eigenen Gefühl. Ich kann besser wahrnehmen und unterscheiden zwischen dem, was ich wirklich will und dem, was die Welt mir weismachen will, dass ich es brauche. Ja, ich habe tatsächlich weniger Kontakt mit anderen, aber mir geht es damit viel, viel besser. Denn ich sehe jetzt klarer, welche Menschen sich tatsächlich für mich interessieren und mich unterstützen. Und welche eben genauso nur das Social-Media-Spiel mitspielen, an dem ich auch jahrelang teilgenommen habe. Es ist so viel weniger Oberflächlichkeit, gespielte Freundlichkeit und Fake in meinem Leben. Authentizität sowie ehrlicher, offener Austausch von Herz zu Herz haben bei mir einen viel größeren Stellenwert eingenommen. Ich lerne immer mehr und besser, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, ohne mich ständig verbessern oder verschönern zu wollen. Ich mache meinen Selbstwert nicht mehr von den Kommentaren oder Likes anderer abhängig. Ich will kein schnelles, von unzähligen Ereignissen gejagtes Leben mehr. Einmal ausgestiegen aus diesem Kreis von höher, schneller, weiter,
stellt man fest, dass dieses ganze Konstrukt auf schnelle Befriedigung und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne setzt. Nach einem Hoch muss direkt das nächste folgen, ständige Beschäftigung, kein Leerlauf, ein Leben auf der Überholspur. Ich bin so froh und dankbar, dass ich den Absprung gewagt habe, denn ohne Instagram und Co. bin ich viel mehr im Hier und Jetzt. Ich bin im echten Leben und letztlich ist es das, was am Ende des Tages zählt. Das Leben, das hinter der Kamera stattfindet, abseits von unseren Bildschirmen. Abschließend ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, auch wenn es dir vermutlich ohnehin klar ist, dass auch ich hier in meinen Videos natürlich ausgewählte Gedanken und Bilder teile und dass YouTube ebenfalls ein soziales Medium ist, auch wenn es sich meiner Auffassung nach deutlich unterscheidet von Instagram und Co. Was ich für mich durch die ganze Social-Media-Reise gelernt habe und dir gerne weitergeben möchte, ist, dass es so wichtig ist, die Dinge, die wir auf den sozialen Plattformen sehen und hören, zu hinterfragen. Nicht einfach alles blind aufzunehmen, ganz egal, ob positiv oder negativ. Wir sollten da viel mehr auf unser Gefühl hören. Löst es etwas in mir aus? Wie fühle ich mich, nachdem ich mir dieses oder jenes Video angesehen habe? Welche Gedanken hinterlässt es in mir? Fühle ich mich inspiriert, motiviert, bereichert? Hinterlässt es ein Gefühl der Zufriedenheit? Für mich persönlich sind das ganz wichtige Indikatoren, nach denen ich mich mittlerweile richte, wenn ich selbst Content auf YouTube konsumiere. Ich hoffe, du konntest etwas Positives aus diesem Video für dich mitnehmen. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.